Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. 2024 findet nicht nur die Artenschutzkampagne Vietnamazing statt, sondern noch eine zweite Artenschutzkampagne, nämlich die Zootier des Jahres Artenschutzkampagne, und die ist 2024 der Gecko. Zootier des Jahres ist ja eine Gemeinschaftsaktion von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz ZGAP, der Deutschen Tierparkgesellschaft und den Zooförderern, und in diesem Jahr sollen besonders Geckos gehighlightet werden, und weil Vietnamazing nun mal ist, hat man sich gesagt, sollen insbesondere die bedrohten Geckos Vietnam im Vordergrund stehen. Auch Afrika, aber primär Vietnam. Und einer dieser Flaggschiffarten für die Zootier des Jahres Kampagne der Gecko ist der psychedelische Felsengecko. Er ist vor kurzem entdeckt. Ein Inselendemit, kommt auf einer Insel vor, ein Mikroendemit, eine Art, die nur an einer Stelle vorkommt. Und die sind natürlich am schnellsten weg und am stärksten bedroht. Noch dazu, wenn man so schön aussieht wie der hier. Hier unten haben wir auch ein besonders hübsches Tier auf der Beschilderung. Die erzielen natürlich hohe Preise im Tierhandel, und deswegen müssen wir was für diese Art tun. Wir haben eine Erhaltungszucht in Europa aufgebaut, die wir im Rahmen der Kampagne ausdehnen wollen. Wir haben aber auch eine Erhaltungszucht in Vietnam aufgebaut, und derzeit ist unser Vietnamesen-Team unterwegs, um Vor-Ort-Untersuchungen durchzuführen. Nicht nur zum psychedelischen Felsengecko, sondern auch zum Reefs Tokay, für Tigergeckos, für den Goldgecko, für Bogenfingergeckos, ja, für ziemlich viele Geckos. Und zum einen eben Populationsuntersuchungen. Das ist immer das Problem, dass wir viel zu wenig aus der Natur wissen. Wie viele gibt es noch? Müssen wir schnell handeln? Haben wir noch Zeit? Und gleichzeitig aber auch der Aufbau von Ex-Situ-Haltung im Ursprungsland. Und da war ich schon in Vietnam in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, auch mit meinem Team, die mir geholfen haben, mit den vietnamesischen Kollegen Erhaltungszuchten aufzubauen. Nicht nur für den psychedelischen Felsengecko, auch für Tigergeckos und für Reefs Tokay. Und wir haben auch schon die ersten Nachzuchten in Vietnam. Auch das wieder One-Plan-Approach, ganz wichtig, dass man zusammenarbeitet, und auch hier wieder ganz schön, wie man sehen kann, wenn man sich dahinter klemmt, dass durchaus sich etwas zum Positiven bewegen kann. Und das wollen sowohl die Vietnamazing-Kampagne als auch die Zootier des Jahres-Kampagne nicht nur Gelder akquirieren, nicht nur direkten Artenschutz machen, sondern auch was in die Köpfe der Leute bringen, dass, wenn man sich auf den Weg macht, dann auch etwas passieren kann. Und da haben wir bisher schon viel erreicht, und ich hoffe, bis zum Ende der Kampagne, dass wir noch mehr auf die Beine kriegen. Kommen wir nochmal zur Zootier des Jahres Kampagne 2024 der Gecko. Und da gibt es eine Art, die ist auf dem Cover, die ist auf dem Titel der Kampagne. Das ist der Kattbar Tigergecko. Und hier habe ich gerade ein Jungtier drin. Ja, das ist jetzt ein Jungtier vom Kattbar Tigergecko, und ja, in dessen Geschichte bin ich ein Stück weit involviert, weil ich damals zusammen mit meinem Kooperationspartner Professor Dr. Tuong Quang Nguyen vom Institut für Ökologie und Biologische Ressourcen, IBA in Hanoi, gefragt worden bin, Forschung auf der Insel Kattbar durchzuführen. Und finanziert durch die ZGAP, die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, haben wir das auch gemacht, weil zur Wahrung des Biosphärenreservatsstatus war das wichtig, dass Forschung durchgeführt wird.
Ja, und in unserer herpetologischen Forschung, also wir haben uns die Amphibien, Reptilien der Insel angeschaut, konnten wir tatsächlich diesen Gecko finden, der sich dann kurz nach dem Finden als neue Art herausgestellt hat, weil der andere Schuppenwerte hat und auch eine andere Genetik als der auf dem Festland vorkommende Louis-Tigergecko, der chinesische Tigergecko, Goniurosaurus louis. Ja, und wir haben ihn dann als neue Art Goniurosaurus catbaensis, den Catbar-Tigergecko, beschrieben. Nachfolgend haben wir Populationsuntersuchungen durchgeführt mit meinem ehemaligen Doktoranden Hein-Yok Nyo und der herausgefunden hat, dass es gar nicht mehr so viele gibt. Und so ist er auch auf der roten Liste der IUCN und auf den Anhängen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens gelandet. Das heißt, wir haben erst offizielle Schutzstatuten für diesen Gecko geschaffen. Ich mache mal wieder den Deckel drauf, ne, dass das für den Kleinen hier nicht so stressig ist. Und haben dann auch eine Erhaltungszucht aufgebaut in der Milin-Station in Vietnam im Kölner Zoo. Und so ist auch das Nachzuchttier zustande gekommen. Und was sehr schön war, vor kurzem ist auch eine Studentin von Kollege Professor Dr. Lee Grismer von der La Sierra University in Riverside in Kalifornien bei uns gewesen und hat sozusagen Betriebsspionage betrieben und sich angeguckt, wie hier die Geckos gehalten und vermehrt werden. Und die haben eine Gecko-Haltung in Kalifornien aufgebaut. Und dann sind Kölner Nachzuchten. Wir halten hier in Köln 5 bedrohte Tigergecko-Arten aus Vietnam. Und von allen haben wir Nachzuchten nach Kalifornien geschickt. Das heißt, Kalifornien macht jetzt beim Erhaltungszuchtprogramm mit. Eine ganz tolle Sache. Das erste Mal auch für eine Universität in den USA. Und gleichzeitig neben der Entdeckung, der Erforschung, der offiziellen Schutzstatusschaffung und der Erhaltungszuchtgründung bin ich auch von der UNESCO gefragt worden, Desktop Reviewer zu sein bei der Evaluierung, ob das Zuhause des Geckos UNESCO-Welterbe wird. Und das ist natürlich toll, wenn man als Zookurator bei solchen artenschutzrelevanten Entscheidungen mitwirken kann. Ja, und mittlerweile ist das Zuhause des Geckos das Catbar-Archipel UNESCO-Welterbe. Das heißt, das Zuhause auch besser geschützt. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man sich auf den Weg machen muss und dann kann was passieren. Von der Entdeckung über die Erhaltungszucht zur offiziellen Schutzstatusschaffung bis hin zur Schutzgebietsgründung, alles ist möglich. Wir müssen uns eben nur dahinter klemmen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.